Seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Vampyr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wo waren wir denn? Ja, gerade bei der Elizabeth heißt ja, wir sind ja nicht mehr. So, time to visit the Ascalon Club. Genau, das sollten wir jetzt machen. Danke, dass du es nochmal sagst. Sollen wir nochmal kurz kämpfen, dass wir eine Dose of Action haben? Nee, lass mal lieber. Kein Bock drauf. Lass lieber weitermachen. Hier ist auf jeden Fall jetzt richtig Action. I cannot enter. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich kann doch überall entern, habe ich gedacht. Ich habe... Okay, ich habe keinen Enterhaken, aber... Ich dachte, ich habe diesen Backstage-Pass, mit dem man durch jede Tür kommt. Ja, jetzt komme ich nicht durch, oder was? Das ist ja ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ja ein Witz. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Durch jetzt außenrum gehen, oder was? Das ist ja ein riesen Umweg, ey. Oh. Hui. Okay. Jetzt da lang, oder? Ist das der richtige Weg jetzt? Ja, da muss ich da vorne links. Oh. Oh. Hä, warum kann ich nicht mehr rennen? Ach, wegen dem Licht? That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ach so, dieses Licht lähmt mich. Okay. It's locked. Oh, wieso sind denn alle Türen zu? Das ist ja voll nervig. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Ist irgendwo hier rüber oder was? Die Tür ist bestimmt auch zu, oder? I cannot Das enter. ist lächerlich. Jede Tür ist zu. Oh Mann, ey. Ach, soll ich jetzt einen riesen Umweg laufen? Den ganzen Weg hier umlaufen? Oh, was ist hier? Ah, hier ist auch voll viel los. Oh Mann. Müssen wir einen riesen Umweg laufen. Hier geht's gar nicht lang, ha? Oh, ein Tor ist mal offen, ausnahmsweise. Ist ja eine Sensation. So. Oh, jetzt müssen wir da hoch. Jetzt muss ich hier ziemlich wieder links. Ah, muss ich hier durch? Nee, geht gar nicht, okay. Okay, da muss ich hier lang. Oder? Ja. Oh, hier gibt's Schweine. Hier gibt's Schweinehälften. Gibt's vielleicht lecker Schnitzel oder so. Tschuh. So, als weiter geht's jetzt hier. Wer ist denn das? Kennen wir den? Ja, gell? How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Was hast du gerade zu mir gesagt? I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Du bist vor allem gleich tot.
Du bist so naiv. You're being manipulated by these criminals. What's worse is that you're clever enough to know better. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Kann ich ihn heilen? Do you need assistance? Please. There you go. Very. So. Have conditions improved in Whitechapel? I'm ready for whatever's coming. Ich würde den ja gerne essen. Er bringt halt nicht viel EP, ne? Aber ich glaube, der bringt insgesamt nicht viel. Deswegen esse ich den einfach. Weil der erstens mal bringt der sowieso nicht viel und zweitens, der war sowas von respektlos gerade. Ey, wie der mit mir geredet hat. Was bildet der sich denn eigentlich ein? Wie kann der es wagen, so mit mir zu reden? Der hat eine Macke, der Typ. Wenn er denkt, ich lasse mir sowas gefallen, dann irrt er sich aber gewaltig. Also, nee. Also, ich verschone ja echt viele Leute. Aber wenn der so mit mir redet, werde ich den nicht verschonen. So. Jetzt wird der gefressen, ey. Ich glaube, der spinnt. Guck mal, die Ratte wollte auch noch mal beißen, ey. Not now. Not me, please. Ja, ist jetzt zu spät. Hättest dir mal vorüberlegen sollen, ey. Bevor du so respektlos zu mir warst, du. Kleiner Penner, ey. So. Händler. Achso, das war die alte da, gell? War die nicht auch respektlos? Kann die ja auch gleich mitfressen, ey. Pass auf, wie du mit mir redest jetzt. Ah, die sagt Kollege zu mir. I'd like to see. Swanboroughs Mixtur. Was ist das? Kaufen wir das mal. Das klingt voll gut. Die kann noch mal was über die Lage. Hinweise haben wir keine gesammelt. Ihr Leben haben wir nichts How gesammelt. is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Nein! Das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Ich habe mich selber erschreckt. Es passiert ja nichts. Nein, 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 nein. Alles gut. Die esse ich nicht. Alles gut. Sorry. Die ist nett. Was ist mit dem hier? Das ist doch ein Arsch gewesen, oder? So ein Penner Good hier. evening, Benjamin. Can I I'm afraid not, Miss. Ist der freundlich zu mir? R? F? War Neuralgie. Ah, warum sind sich seiner Schuld so sicher? Ihr Sohn will an der Gang beitreten. Oh, den habe ich gerade gekillt. Did you know of your son's plans to join the Wet Boot Boys gang? Barely survived the war, just to come back and see me wife die of the flu, and my son turn into a petty thug. Mist, jetzt hätte ich Infos über ihn gehabt. Schützen Sie ihn. Protect your son, Benjamin. Don't you see? Whatever your quarrels, his salvation could be yours. According to him, everything's my fault. We've nothing left to say or to save. Okay, dann ist ja nicht so schlimm, dass ich ihn gegessen habe. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Sie müssen sich nicht schämen. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all.
Okay, warum sitze ich da? Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. Gott, er gibt ja fast gar nichts, ne? How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. I can't stand it. A gun, alcohol, and a bad... Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the swan cordial. Muss schon lang hier runter? Ja. Ich muss jetzt nochmal den Weg hier finden. So, wo muss ich jetzt lang? Hier unten? Ja, runter und dann rechts. Zigaretten-Etui. Okay, jetzt hier geradeaus. Komme ich jetzt hier durch? It's locked. Irgendwie muss man doch durchkommen. Gibt's doch gar nicht. Okay, es gibt also keinen Weg dahin. Vielleicht hier hinten lang. Ups. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich da hinkommen soll. Okay. Ja, was soll ich jetzt machen? Das ist ja echt blöd. Ich kann es irgendwie nicht so richtig verstehen, was ich gerade machen soll. Tja, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist echt ein großes Rätsel jetzt. Alle Gänge dahin sind verschlossen. Hey, was macht jetzt meine Maus hier für Faxen? Hey. So. Tja, komisch, Hier war ich ja auch schon, ne? Hier kommt man ja auch nirgendwo rein, ne? Und wofür habe ich jetzt diesen Schein bekommen, wenn man sowieso nicht durchkommt? I cannot enter. Verstehe ich nicht. Hä? Warum habe ich dann diesen Schein bekommen? Und ich komme trotzdem nirgendwo durch. Also das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Gerade kommt man nirgendwo weiter gefühlt. Der da Müllwühlen. Ja, denn? Was ist das hier für ein Tor? Kommt man aber auch nicht irgendwo rum, oder? Nö, hier ist ja gar nichts. Sackgasse, was ist das hier? Dorothy Cranes Apotheke. Oh, hier war ich schon. Mal eigentlich kurz überlegen. Tja. Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Wie es jetzt gerade weitergeht, ne? Das ist wirklich eine... Oh, ein Brief. Liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasow bringt.
England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unsere verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht warten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gerne mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir, so wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester, Theodora. Ja, das ist jetzt natürlich spät, die Info, weil die ist jetzt tot. Gibt's noch ein paar leckere, die man essen kann. Was? Der ist immer noch da? Der Pfarrer? Den könnten wir mal lecker essen. Der schmeckt gut. Erstmal gucken, was hier oben für ein Krach ist. Was ist denn hier oben für ein Lärm eigentlich? Oh, da ist sie ja. Da ist sie ja, die Dorothy. Oh, die ist ja noch da. Komm her. Ich dachte, die hätte ich schon besiegt. Nee, es war Pippa. Boah, was hat die da für ein Blockschild, ey? Oh, shit. Jetzt habe ich mich beißen lassen. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, ich bin einfach festgebackt in der Ecke. Ach, come on. Du wurdest besiegt. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. So stimmt das gar nicht. Ich wurde in der Ecke festgebackt, das hat man gesehen. Das ist voll blöd. Tja. Dialog. Tja, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hier über die... Ne, hier habe ich es probiert, oder? North Docks. Wie komme ich dahin über die Docks und da? Boah, das könnte ich mal probieren. Hier so einen ganzen Weg zurückgehen. Wobei ich wollte eigentlich die... ich brauche die ja nicht besiegen. Es bringt mir eigentlich basically gar nichts. Versuche ich es mal so. Über den Weg. Vielleicht hilft es was. Können wir eigentlich hier lang laufen, nochmal einen Abstecher beim Krankenhaus machen. Wo muss ich jetzt lang? Da. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt irgendwas haben, was uns weiterhilft. Ich denke nicht, dass wir könnten halt höchstens noch mal gucken, ob wir was über den anderen Arzt noch mal rauskriegen. Und ganz kurz den Dialog mit Dr. Swansea machen und dann, ja, müssen wir auch runterlaufen in die andere Richtung. Gucken wir, ob wir da was rauskriegen. Gibt es hier neue Fragen? Ja. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Warum ist die Frau seinetwegen verstorben? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Dafür kann er doch nichts. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor.
Dafür kann ich nichts. Reden wir über den Tod der Frau. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Oh man. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Scheiße, ja. Wie geht's den How are your Kindern? children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Den werde ich nicht essen. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Der muss sich seine Kinder kümmern, der hat Are you Schicksal. satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Also der ist mir eigentlich relativ Goodbye for now, sympathisch. Mr. Fiddick. I'll see you later. Always do the words to calm the children, Helen. So, das war der, den wir killen wollen, ne? I'm quite busy, Reid. Ja, fuck mich nicht ab. Oh, hier sind zwei Sachen. I don't know what you've heard about me, but I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Aykroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ey, wie redet der mit mir? Ich habe viele Leben This is gerettet. ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Aykroyd. Das ist so ein Penner, der Typ, ey. Boah, ich kann den noch nicht essen. Okay. Thank you for your time. Ey, den will ich auf jeden Fall voll essen, ey. So ein Penner. So, dann wollten wir noch kurz zum Dr. Schwansee. Und dann nochmal seinen Dialog abchecken. Was er jetzt nochmal sagen kann, ich weiß es gar nicht. Hello, John. Tense. I'm sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Über Lord Redgrave. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. Hast du Angst vor dem? Are you afraid of him? Is he that
Dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Kennst du? So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Okay. Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one? Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. Oh, und jetzt nochmal nach der großen What Jagd. can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Verrat. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Aha, okay. Macht Sinn. Na, was ist denn mit der Maus? Ist die I Batterie shall gleich leer, return oder? later. Thank you, Edgar. Also wirklich weitergebracht hat uns das jetzt nicht, ne? Haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Okay, wir gehen geradeaus. Und jetzt von hier aus eigentlich nur noch geradeaus. Links. Tja, gucken wir mal. Ich weiß auch noch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß halt nicht, wie wir da langkommen. Von daher, aber wir laufen einfach mal jetzt. Gucken mal, ob wir den ganz großen Weg außen umgehen können. Und zwar hier lang, indem wir einfach jetzt hier lang gehen. Gott sind hier viele. Oh. Moment, ich bin hier gerade beschäftigt. Kämpf doch gegen die anderen. Warum willst du denn gegen mich kämpfen? Steady, boys. We've got one of them here. Komme ich da durch, das Tor durch? Hey. Ja, komme ich. Okay, cool. Limehouse-Dog. Okay, mit dem können wir reden. Ach, der schon wieder. Have you heard it used to be a safe place? Aha. Okay, den haben wir schon alles abgefragt. Der war ja mit dieser komischen Tussi da zusammen, die so frech zu uns immer war, ne? Die da war das, gell? Können wir über die irgendwas Neues? Oh, die ist ziemlich nice. Die ist gesund. Die gibt ziemlich viel EP. Aber die ist noch zu High Level. Ah, okay. Can I see? As long as you... Ah, ich brauche von dir nichts mit Stück. Die werden wir auch essen. Okay. Ja. Die Wettboot-Boys, Man kommt doch hier gar nicht rüber. Was ist denn da unten? Geht's da unten noch weiter? Oh ja. Warte mal, komme ich jetzt hier rechts? Könnte ich höchstens probieren, da über diesen Pier oder was das da ist, da drüber zu jumpen. Wer ist das? Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Good for you.
Well, I could say the same Ach, das ist der so besoffen war. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reid. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Ist nicht schlimm. Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? I read that given enough time, any intention, no matter how good, can rot and sour. If half the things I've heard about this place are true, that theory is soundly proven. Mhm. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Ja, und dein Leben so. Erzähl mir was über die Docks. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Oh. Oh. Kennen Sie noch jemand von Do you früher? still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Mhm. Kann man jemand Who vertrauen? would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Mhm. Auffällige Gesichter. Na, gucken, ob die Any Batterie da ist. remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Mhm. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Aha, ja, die kennen wir ja schon. What can you People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Was ist mit den Gangs? And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Oh. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Krass. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. Mhm. Oh, der hat auch viele P gegeben. Ich könnte ihn sogar essen, aber... Ich finde ihn irgendwie nett. Erzählen Sie mir von dem Wet Boot. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Erzählen Sie mir von der Wache. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Mhm. Waren Sie schon immer so verbittert? Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Das stimmt. Sind schwierige Zeiten. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Ihr Sohn ist bei der Wache vom... Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power,
I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. Hat ihn... Warum ist er jetzt You don't beigetreten? believe in God, though, do you, Mr. Woodbeard? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Oh je. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reid, but I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Ja, kann ich verstehen. Leider will ich ihn wahrscheinlich töten müssen. Ich hoffe, das ist für dich okay. 3000 EP gibt er. Goodbye, sir. Der gibt so viel EP, aber der ist irgendwie mag ich den. Der hat zwar mal Scheiße gebaut früher. Und hat eine Gang betrieben und so, aber ansonsten ist der ja ganz nett zu mir. Oh nee, gegen so einen will ich nicht kämpfen. Oh. Schon wieder so ein Fergal oder wie das heißt. Ist voll eklig. So, warte mal. Was ist denn eigentlich mit meiner Maus los? Ja, so. Die hat irgendwie... Hat die keinen Bock mehr auf mich. So, wo geht's denn jetzt weiter? Scheiße, ich komme hier echt nicht weiter, oder was? It's locked, all right. Wie jede verdammte Tür. Geh doch mal jetzt. Dreht sich die Maus. Will gerade nicht mehr. Ich würde aber gerne hier noch... Jojo. Ich glaube, kann ich nicht da hoch? Nee. Hier, ich habe euch was mitgebracht zum Spielen. Kämpft mal gegen den. So, und lass mich mal kurz in Ruhe. Ich bin jetzt hier gerade mal kurz beschäftigt. Hallo? Wow, 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 wow. Ich muss mal kurz weg. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Wo bin ich denn überhaupt? North Docks, Western Docks. Aber dann komme ich ja wieder hier hin. Hier bin ich ja schon vorher nicht lang gekommen. Ups. Ja, jetzt muss ich erstmal fliehen. Aber hier ging es doch nicht weiter. Das hatte ich doch schon probiert, oder? Oder habe ich das noch nicht ausprobiert? It's locked. Doch. Obviously komme ich da nicht lang. Aber wie wär's? Der einzige Weg, den ich noch nicht ausprobiert habe, war der da. Okay. Dann habe ich jetzt auch keine Ahnung mehr, was ich noch machen soll. Dann komme ich jetzt einfach gerade nicht weiter oder so. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Aber wir gehen einfach hier zurück. Gucken mal, ob ich vielleicht dieses Rätsel mit dem Gesicht lösen kann. Nee, ich wollte den da nicht analysieren. So. Machen wir mal die 5. Was? Wie hat er das denn gemacht? Wo ist denn der jetzt? Ups, bisschen viel Ausdauer hat das gekostet. 1, 2, 3. Ja, weg ist er. Reicht der Schaden aus? Ja, wunderbar. Dann haben wir ihm sozusagen einen Kiss Goodnight gegeben. Gut, okay, das war dann hier dieser Fight. Dann sind wir gleich am Ende. Ich weiß noch nicht, echt nicht, wie wir weiterkommen. Ich habe alle Wege ausprobiert. Entweder habe ich irgendwo einen Fatal Error gehabt, dass ich wirklich irgendwo was ganz, ganz krass übersehen habe. Oder ich weiß es auch nicht genau.
Aua. Autsch. Inside-Klima kurz. Okay. Ich will noch mal reinbeißen. Jetzt. Ich wieder full life komme. Ey. Was ist mit dir? Unterlasst es bitte. So. Mir ist Leben ziemlich gut wieder voll gekriegt. Da immer hoch. Ach ja, da können wir doch hier eigentlich jetzt mal kurze Pause machen. Folgenpause machen hier, wenn wir schon hier in so einem Unterschlupf sind. Können wir irgendwas verbessern noch oder so? Vielleicht. Können wir mal kurz gucken. Ne, Bleibplatten fehlen da. Aber Schaden könnten wir erhöhen. Das könnten wir mal machen. Oder habe ich das schon gemacht? Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Wir müssen jetzt... Da können wir den Flock verbessern. Das könnten wir aber probieren. Ja, es geht. Guck mal, cool. Ausdauerverbrauch senken. Dann können wir öfter zuschlagen. Oh, den können wir sogar auf epische Stufe schon machen. Zusätzliche Schockpunkte und nochmal Ausdauerverbrauch senken. Ja, können wir machen. Verbraucht bald gar keine Ausdauer mehr. Okay, und die Gun hier, kann man die nochmal irgendwie? Nee, nicht unbedingt, aber... Die Waffe würde ich gerne nochmal upgraden, aber da brauchen wir Bleiplatten. Müssen wir mal gucken, wo wir das irgendwie herkriegen, ob wir es kaufen können. Also das muss ich mir mal merken. Schauen wir in der nächsten Folge. Jetzt war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.